Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer MC Muffix. 2 Tage bleiben noch und dann wird unser bis dato härtester Kampf kommen. Lil Ronnie, die wir als vorigen Kontrahenten hatten, war hart. Aber ich würde Dan Blackmore und vielleicht auch Elise noch ein wenig übersetzen. Von der Schwierigkeit her, besonders Dan the Man. Nun wartet aber mit Abstand unser härtester Kampf. Julius Haraway, ein ausgebildeter Assassine, höchstwahrscheinlich mit einem Assassin, wartet auf uns. Und wir haben bis jetzt noch keine Ahnung, wie wir ihn besiegen. Sein Servant kann sich unsichtbar machen und selbst unsere talentierte Saber hat keine Chance, ihn anzugreifen, solange er unsichtbar ist. Deswegen haben wir beim letzten Mal mit der Hilfe der guten Rin uns einen Plan ausgedacht, indem wir einige Fallen aufstellen in der Arena und so herausfinden, was der Trick hinter der Unsichtbarkeit ist. Wir haben auch erfahren, dass wir in Wahrheit nun keinen Körper haben und in Wahrheit eben wie Elise nur aus Daten bestehen. Was unser Ziel ist, nun für den Heiligen Gral zu kämpfen, ist eigentlich, finde ich, ziemlich deutlich. Irgendwie sich einen Körper zu wünschen. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache, was wir uns vom Heiligen Gral wünschen können. Doch ob das überhaupt möglich ist, ich glaube, dafür müssen wir diesen erst gewinnen. 4 Leute, glaube ich, stehen uns nur noch im Weg um den Heiligen Gral. Nee, warte. 8 Leute. Bald nur noch 4. Und dann werden wir herausfinden, ob wir eine Chance haben, unseren Körper wiederzubekommen. Rin and Saber's words have touched me. They filled my empty cup with water, so to speak. I have no way of knowing if the water is pure at this point. Even so, I can see where I need to go on from here. Huh, you have more resolve to your contents. Have you found the answer you're looking for? I don't know, but I'm okay. Thanks to my friends and allies. Auch zu dir, Saber. Jetzt wird's mir so sagen, du verlässt dich auf deine Freunde. Ja, wie kannst du das wagen? I thought I was alone, but that couldn't have been more wrong. I have Rin and Saber to lean on. I know they both want my inner resolve to well up on its own. Just knowing that, I feel like my cup overflows. Although, it's up to me to make sure the water's pure. One thing they've taught me is that I shouldn't be ashamed, even if I'm empty now. Saber's gently smile as I explain my heartfelt sentiments. Alright, now I'm ready to fight. My next opponent is Julius, who's been an obstacle from the start. By the time I defeat him, I should be able to accept what I am. Das Saber lacht man, ich dachte echt, da kommt so ein schnippischer Kommentar. Aber auf alle kannst du dich nicht verlassen. I only have 2 more days to prepare for the elimination battle. I need to learn the secret behind Julius' servant ability to conceal himself and then defeat it. In order to successfully pull off the plan I set in motion yesterday, I need to lay low. I should talk with Rin one last time and then head into the arena. Mich ärgert eigentlich immer noch, dass wir im Endeffekt nichts über ihn herausgefunden haben, Mann. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir nicht einfach hier mal etwas über die Haraways herausfinden können, Mann. Ich meine, die scheinen doch hier ziemlich bekannt zu sein. Hey, wir sind... Ah, ne, wir sind nicht im ersten Stock. Ich denk mir gerade, wo ist der Gang da raus? Draußen. Okay, erstmal versuchen wir wieder mit Saber zu reden. Auch wenn es wahrscheinlich klappt mit, weil Saber ist manchmal gemein. Na, Saber ist verdammt cool. So, Saberline, Saberline. 世話をかけたな、奏者よ。ん？何をそう笑っている？何も特別喜ばしいことでもないぞ。なぜなら、世は必ずこうなると信じていたからな。なので礼は言わぬ。こんな当たり前のことを喜ぶのは、終始笑わねばならぬ道化か。出かけに口づけを交わすのが日課の恋人同士ぐらいのものだ。連中ときたら何でも幸福に見えるらしいからな。世はなので世は全く嬉しくないぞ。本当だぞ。 Habe ich schon mal gesagt, dass ich Saber super finde. So cool, Mann. Okay, sie gibt sich zwar immer so als hart und tough aus, aber eigentlich ist sie doch ein süßes kleines Mädchen. Und dafür, dass sie... Oh, ich habe klein gesagt. Lauf! Lauf! Maxi, bohrt dich weg, Mann. Wer sie klein nennt, Mann, der hat ein schlimmes Schicksal vor sich. So, wir reden jetzt erstmal mit drin und dann versuche ich nochmal in die Arena zu gehen. Ich meine, gestern und vorgestern hat das auch nicht geklappt. In die Arena, in die Bibliothek. Vielleicht erfahren wir doch irgendwann mal was über diese Haraways und über Julius und über wen auch immer. Good work, setting the traps yesterday, Maxi. You know what comes next, right? We need to drive Julius straight to the traps. And for that I have a plan. A plan?
Despite her bantering tone, it was obvious that Rin was being dead serious. I want you to go into the arena and set up a series of ambushes next to the traps, Maxi. If I manage to time it right, I should be able to force Julius to enter the arena. One will be doing that alone? Without a servant? That'd be incredibly dangerous. She might be killed in the attempt. I cannot allow her to risk her life for such a mad plan. Don't worry about me. I've been going it alone for so far. Why should I stop now? Seriously, relax. I make sure that everything goes as planned. However, none of this will matter if Rin is murdered by Julius. Although slightly startled by my vehemence, Rin somehow silenced me with one of her glass. Please don't insult me. Unlike you, I've survived situations far more lethal than this. This is just another dangerous situation amongst many. So don't worry, if I fall, I die. And I don't plan to have dying just yet. And at that time, Julius will probably lose it, right? If I die or not, you'll come out ahead. As Rin continues to prattle on, I take her into my arms. She feels fragile in my embrace. Hey, what in the hell are you? What am I doing? I don't even know. The fear I feel for this girl, who can so casually shrug off death, overwhelms me. It just now hits me how cruel and restores her daily life must have been. What I do now is behind her called hateful facet, is a caring person worthy of respect. And even though I understand the necessity, I do not want to put Rin in any danger. Julius is the kind of person who would kill anyone in his way, especially someone like Rin. But I can't do this alone. For that reason I cannot push Rin away. Idiot! That's the very reason why I'm doing my best. Thank you, Maxi, but this is how I am and how I will always be. Even if I am no longer a master, if I am to die, I want to go down fighting until my last breath. But really, I don't plan on dying yet. You just concentrate on exposing Julia's servant. I can see her determination in her eyes. I have no choice but to match her strength. This plan will succeed, regardless of what may happen. Ach Leute, Mann, die gute Rin hat sich unser Maxi also doch wirklich in sie verliebt. Ich habe mir immer noch gewünscht, Mann. Unser ein cooler Wunsch wäre sich zu wünschen, dass sich Rin in uns verliebt. So, jetzt gehen wir wieder in die Bibliothek. Jetzt wird wieder das sagen, da gibt's nichts. Oh, das ist ja gar nicht die Bibliothek. Sorry. Aber ich will es trotzdem immer mal versuchen, Mann. Vielleicht erfahren wir doch irgendwann was. Es kann ja nicht sein, dass wir jeden Tag in die Bibliothek kommen und nichts passiert, Mann. Schau mal jetzt. Wir müssen doch mal irgendwas über hier Julius erfahren können. Und eine Sache wollte ich noch anmerken. Julius Servant hat ja gemeint, dass er gar nicht unnötig töten will, im Gegensatz zu Julius selbst. Vielleicht, also so oder so haben wir das Glück, dass Julius Servant sagt, mei, warum sollte ich sie töten? As long as I'm researching Julius, I should look into the Harris as well. Hence the library. War doch eine gute Idee. Jeden Tag in die Bibliothek gehen und jeden Tag mit Saber reden. Wichtig. The Harris family leads a Western European plutocracy. It is a corporation with numerous subsidiaries that controls many nations and has its own army. About 30% of the world land and 60% of the world's wealth, based on GPT, belongs to the Harris days. Wow! The Harris distribute the world's resources and wealth equally among nations. That's their policy. That policy rubs certain groups the wrong way, and those groups retaliate with terrorist acts. Oh, look who has returned. Oh, Leo. Aber Gavin steht gar nicht bei ihm. It's Leo, the next head of the Harris family. Maybe he can confirm some of the things I've just learned about the Harris family. For instance, do they really think equal distribution of the world's wealth will lead to world peace? Of course, it will. And of course we can do it. So long as the ruler who presides over it is perfect, the government will be fair and just. What must he think of those who reject the Harris ideas? Well, it is true that our little Western European plutocracy isn't perfect at the moment. Selfish, preserved individuals who reside within our hierarchy. Rin Tohsaka displeasures us found it. But once I become head,
I will eradicate those cancers and usher in a new era of human history. A bold claim. He spoke without trepidation and without attachment to the current era that he plans to discard. Now that I've given you a taste of my utopia, I must be off. Please, use your remaining time wisely. Du denkst, wir haben nicht mehr viel Zeit am Leben, mein Freund, Mann. So, das denkst du, Mann. Ich bin Level 30, mein Freund, Mann. Und ich mach deinen hässlichen Julius so alle, Mann. So, dann hat er mal einen Grund, mal gegen uns zu kämpfen. So, wir werden jetzt erstmal hier die Shockwave-Ding wegmachen und, no. Oh, stay for Photoboot. Das ist gar nicht wahrscheinlich schlecht, aber ich brauche natürlich hier Access Display. Alter, Access Display ist seit Anfang des Spiels der beste Skill, Mann. Es ist irgendwie echt strange, Mann. Gegner zu stunnen ist doch mit Abstand der beste Skill, Mann. Wenn sagen wir, ein Gegner jetzt hier seinen Ultra Special Move einsetzt, dann kann ich den einfach stunnen und dann kann ich ihn nicht einsetzen. Und der Skill ist dazu doch sau billig. Also, es ist ziemlich merkwürdig, dass es immer noch wirklich der mit Abstand beste Skill ist. Nun gut, gehen wir erneut hier in diese wunderschöne Arena und legen los. Master, do not fret. We've prepared as best as we can. Now, all we can do is wait for the enemy. You've put a lot of effort into those traps. Do not let your impatience overcome you. That's right. We've done as much preparation as we could. Now it's just a matter of following the plan. Okay, gut. Leute, dann würde ich sagen, ist es Zeit, loszulegen. Wir werden wahrscheinlich ganz sicher gegen Julius kämpfen, aber mit Glück werden wir dann unser Matrix-Level steigern können. Okay, dann meld dich. Are you in the arena yet? Go, wait by where you set the traps and I'll drive Julius your way. Well, I'm worried about Rin's safety. I need to focus on what I need to do now. I better hurry and head to where the traps are set before Julius and his servant arrive. Okay, diesmal keine Gegner bekämpfen. In der Hoffnung, dass es so läuft wie beim letzten Mal, dass hier, als wir Dracula hatten, ne? Der ist ja auch dann immer an den Gegnern gestoppt. Übrigens, nur ein kleines nettes Detail in Fate Extra. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, was ja so ein Nachfolger ist im Fate-Universum. Ein ziemlich merkwürdiger, weil der irgendwie alle Universen gleichzeitig behält. Gab es auch Dracula, also den Servant, den wir beim letzten Mal bekämpft haben. Nur so als kleines Detail. What could the terrorist possibly be plotting to do now? We won't be able to move until we have more information, but first I must take care of that young boy. Now then, it seems that you've been plotting something. I wonder what exactly. There's nothing particularly wrong. Let's go. Ah! Ah! Lauf! Okay, hier ist unsere Falle. Bitte schlag zu, bitte. Here we are. This is a place where the anti-artifact trap was set. If it reacts to Julius' servant, it mean that his invisibility is a result of a talisman, such as his noble phantasm. Das wird's nicht sein. As I hide myself in the shadows and wait for Julius to pass, I receive a message from Rin. Julius, enter the arena. The rest is up to you, Maxie. Rin, all I can hear from my terminal now is static. She said Julius was heading this way. But what? Did Rin? Pull yourself together, fool! Rin did what she had to do. Our turn will come. They will be there soon. This fight will decide our fate, so fail is not an option. I've got to calm down. Rin will fight her promise. Now it's up to me to hold up my hand. I cannot fail now. So, dann schauen wir mal, ob die Falle zuschlagen wird. Is there something wrong? Huh? No, I was momentarily distracted by the true letter. It's not worth even swatting a flyover. Oh, I see. Nothing. If this one there didn't react, it means that this invisibility isn't dependent on an item or noble phantasm. This particular trap did not respond, Master. Let's move to the next trap and hope for a better result. Saber's right. It'd be a total disaster if the next trap triggered without us being there. We have to move quickly to the next trap and hope that something happens. So,
Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht weglaufen. Das wäre richtig doof, aber es scheint nicht so der Fall zu sein. Ich habe es mir ja fast gesagt. Rin hat ja gemeint, die zweite Falle wird am ehesten zuschlagen. Und es war eigentlich, also ich habe ja eh gesagt, das dritte wird durch seine Feng Shui-Kräfte wird er sich verstecken. Hier ist die Falle. Hier war doch die Falle. Aber nun gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die dritte Falle, weil es auch Sinn macht, dass die dritte Falle erst zuschlägt, man. Es ist immer die dritte. We made it. This is where we set the second trap, the one set to reactor dormitory. And just like before, I hide in the shadows and wait for Julius to arrive. Hey, das in den Schatten warten ist eigentlich Julius' Job. They're here. Wird nicht zuschlagen. Wird definitiv nicht zuschlagen, wird definitiv nicht zuschlagen. Assassin. I can feel the presence of that master, but I cannot see them. Perhaps they hope to ambush us. That could be the case. So, do we withdraw, Julius? Remember that even a mouse will fly when cornered. No need. I'm still on edge after that skirmish with that tiresome girl. If I force here, I will crush them. Huh, you seem obsessed with our enemy. But then again, you two couldn't possibly be more different from. Is there something wrong? Almost as if he was aware of our plan, Julius' servant stopped and then glanced in my direction. My feet suddenly feel like they've been nailed to the ground. My blood seems to freeze in my veins. No, that is nothing. You seem to be acting for fight, and far be it from me to dampen your enthusiasm. Did they actually all look us? Or are they just toying with us before striking a potential fatal blow? As they move on, my paralysis fades away, leaving me with clenched fists and drenched in sweat. As I take a deep breath, I realize that the trap didn't react in any way. So, the servant is using trauma. Only one trap remains, hopefully third time's the charm. At any rate, I need to hurry to where the third trap is. Ja, ich will ja. Lass Miranda, denn sie will ja. So, gut, dann schnappen wir uns noch die dritte Falle. Und ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass hier der gute Servant gesehen hat, dass wir uns hier befinden, ne? Aber er will ja einen echten Kampf haben. Und wenn wir uns nur verstecken, dann klappt das natürlich nicht. Und nun ist unsere letzte Hoffnung, dass diese Falle zuschlägt. Ansonsten wissen wir, dass wir keine Chance gegen Julius haben. Und ich denke, wir müssen nun so oder so gegen ihn kämpfen. This is the third and final trap. The anti-spy trap. If we can't break through his invisibility by disrupting his chi, we're pretty much dead. It's almost time. Not again. What a disappointment. I guess they're smart enough to know that such things don't affect me. Such irritating insolence. Do you know where they are hiding? This trap, I see. So I've managed to move both the heavens and the earth. What is happening? Truly amazing. Most excellent, Julius. It seems our enemies are left with a mages of the highest order. This trap uses all 8 divinations of Tao. To force my chi back into myself. It's quite an accomplishment. As is obvious, you've overcome my concealment. And and the injury you've inflicted will take the ace to you. This is no time for mirth. Be alert for the enemy, as they must be close by. There's no need to panic, Julius. Our enemy are right there, close enough to reach out and touch. He knows we're here. The glance wasn't random after all. A sinister smile forms on the servant's lips. In contrast, Julius' expression remained frozen, but the terror his presence courses through me. Oh, das habe ich leider übersprungen, tut mir leid. However, if we are to crossplay it, servant, at least extend the courtesy of telling me your class. I must respect the fact that you've decided to fight rather than flee. Very well, my class is Assassin. Das habe ich ja gar nicht gewusst, Mann. Das habe ich mir ja gar nicht wirklich zu träumen gewagt. Once again, I commend you in defeating my concealment. No other opponent has managed that before now. And despite my class, I will never say that any life is worthless. If I'm to aspire to a target, I'd rather it be a lion than a rat.
But still, I'm doomed to an only evil. An assassin who attacks only from the shadows would dare attack an emperor such as I? A poor jest. Your skill are now useless. Your final curtain draws near, assassin. Yes, that's do not think even for an instant that stuff is my only useful skill. Though you may have the form of a young girl, you are one of a truly powerful legendary soul. It appears that this battle will be one to be excited about. So you dare to label me as nothing more than a child? It is you who are beyond color, assassin. Your attempts to slander my greatness are vulgar and offensive, but I am imaginative, if nothing else. So I shall end your purely taunting by simply removing your tongue. Interesting, but I have no intention of allowing you to take either my life or my tongue. With that said, I cannot maintain the form for long, but I will at least bestow upon you the torment of hell itself. Zum ersten Mal haben wir, zum zweiten Mal, wir haben ihn ja schon mal gesehen, sehen wir Julius' Servant. Nun aber zum ersten Mal, dass wir kämpfen können. Haben wir Matrix Level? Ich dachte, wir haben jetzt Level 3 schon. Wir setzen am Anfang einen Skill an. Überlegen wir, seine bis jetzigen Skill waren immer so Buff-Skills. Das heißt, ich hau einfach drauf. Ob das eine gute Idee ist? So, hier machen wir den hier und dann scheiß drauf, Mann. Das habe ich mir beim letzten Mal schon gesagt, Mann. Einfach drauf spammen, Mann. Genau das dachte ich mir nicht. So. Bitte lasst. Scheiße. Sonst hätte ich jetzt ein schönes Combo raushauen können. So. Whale of Battle. Boom. Alter, 838, Mann. Gar nicht mal schlecht, Mann. Es wird zwar sehr anstrengend werden, ihn so zu besiegen, aber wir machen das, Mann. Ich hau da einfach meine Skills auf. Ist mir doch scheißegal, Mann. Hauptsache, er kann sich nicht wehren, Mann. Ich muss 3 verkackte Runden überleben. Alles andere ist mir wurscht, Mann. Alles andere ist mir sowas von wurscht, Mann. So. Oh, da macht auch ein Codecast. Das ist natürlich nicht gut. Bei der Paddles. Ich muss nur überleben. Okay. Da wird er wieder den machen und dann mache ich zur Sicherheit. Komm, bitte, ich will 3 Attacken auf ihn drauf haben. So, wir hauen die ersten 3 Moves immer schön unser Whale of Paddles raus. In der Hoffnung, dass er halt wirklich halt sich nicht wehren kann. Oh, er macht Focus Tier, aber das ist mir eigentlich wurscht. Weil ihr seht, er macht ja nur Buff-Skills. Er kann kein Noble Phantasm raushauen. Und ich habe das Gefühl, der funktioniert so, dass er seine Skills die ganze Zeit raushaut, um sein Noble Phantasm aufzuladen. Sein Noble Phantasm wird wahrscheinlich dann so eine Insta-Kill-Attacke sein, die er so 20.000 Leben abzieht. So, 1. Seal Guard. Scheiße. Nein! Oh, Alter. Bei ihm macht er uns 500 Schaden, okay. Okay, wir können nicht garden. Ich muss aber garden. Ist die Scheiße. So. Was habe ich denn? Okay. Ich bin doch gecursed, oder? Ich bin schon ich bin gesealt. Jetzt ist die Frage, ob das dadurch geheilt. Scheiß drauf, setzen wir das ein. Nee, warte, wir machen das anders. Kann ich noch genügend Skills machen? Was ist denn, wenn ich... Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier garde. Das ist das Problem, Mann. Dann machen wir das anders. So, passt. Meine Puzzles. Dann machen wir hier Hack. Greifen an. Ist ja wurscht. Ich will jetzt nicht defenden, weil ich nicht weiß, was passiert. Und dann können wir kein Whale of Paddles mehr einsetzen. Scheiße. Break Attack. Ja komm, wir werden doch eine Attacke überleben, Mann. So. Bitte, 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 liebes Spiel, sei nicht so unfair. Lass mich das irgendwie schaffen. Ich muss nur überleben, Mann. Ich muss nur überleben, Mann. Das alles andere ist mir ehrlich gesagt wurscht, Mann. Alter, der kann mir... Ich weiß nicht, was das heißt, Mann, dass er meine Defend gesealt hat. Deswegen mache ich das jetzt zur Sicherheit nicht. So. Hack. Er ist nicht gegen... Ja, genau. Critical Up. Und jetzt in der dritten Runde würde er dann sein Noble Phantasm einsetzen. Das sehe ich schon, Mann. Zum Glück haben wir keine Runde. So, ich muss noch diese eine Attacke überleben, Mann. Alles andere ist mir wurscht. So, passt. Ist scheißegal. Und dritte passt. Okay. 3 Runden überlebt, Mann. Oh, der Fight gegen den wird echt lustig. So, you hide your true power, servant of sword. This cannot be the full extent of your powers. Separated by the system, Julius' servant can only bellow at the serious winded saber. Huh, did I expect too much of you? If this was the full potential,
I will take your life 2 days hence. I do not understand. How did they survive a confrontation with Assassin with solar ability? The only reason why Leo deigns to notice you is the fact you are one of the masses. However, I still ask, why? There is something about you that truly irritates me. Never mind, I don't care. The elimination battle will come soon. It is there that this farce will end. With dull fun while Julius and his servant fade away, as if they were swallowed by the surrounding darkness. The pressure that seemed to crush everything in the area fades, and my entering being screams with exhaustion. I take a deep breath and look over to Saber, who is standing beside me with a serious expression. I tried my best, but that man is truly incredibly skilled. I see now that it is time to truly test my resolve. Saber continues to mumble, seeming oblivious to my presence. While trying to decipher their muttering, my tumbler begins to chimp. Maxie, are you still among the living? Rin sounds as if she's in pain, but surprisingly there's a genuine warmth in her voice. All that matters is that she's alive. I'm so overcome with emotion that hearing her I grip my tumbler to keep my hands from shaking. Are you okay, Rin? Yeah, more or less. I had to burn through all my protective programs though. But I'm still alive, so no worries. More importantly, how did our plan go? Thanks to you, Rin, we were able to reveal Assassin's presence with the anti-spirit trap you created. With what we discovered, we should be able to fight them. I see, good. I will still full access to the arena for now, but don't feel you have to push yourself today. Sorry to bail on you, but I really need to get some sleep. I'll catch up with you tomorrow. Du bist nicht der Einzige, der ein bisschen Schlaf braucht. Hey, das war anstrengend. Now I can forge ahead and explore the areas beyond here. The identity of Julius' servant and Saber's behavior concerns me, but I have no time to look into. I have to keep moving forward, being sure that I don't forget to track down the triggers. Genau, wir holen uns heute, also wir haben jetzt immer 3 Tipps. Wir haben gesehen, wie ultra stark der Server ist. Selbst mit hier allen möglichen Tipps und Hilfen und dass wir die Identität von dem kannten. Er hat uns fertig gemacht. Man kann es nicht anders sagen, Mann. Er zieht uns mit einem Schlag knapp 500 Leben ab, Mann. Das ist ultra hart. Ich habe ja alle meine Skills aufgebraucht und ihm weniger als 1/3 des Lebens abgezogen. Saber sagt, sie lässt ihre Wahl, sie hat keine Zeit, sie kann sich nicht mehr hier verstecken und muss hier ihr wahres Ich nur rauslassen. Ich denke, die einzige Chance, die wir wirklich haben, und auch wenn Saber das natürlich nicht hören will, und ich hoffe, sie hat es sogar damit gemeint, ist, dass sie ein Noble Phantasm rauslässt. Unsere einzige Hoffnung ist, dass wir mit dem Noble Phantasm irgendwie eine Chance haben gegen dieses Monster. Aber ob Saber uns hier Noble Phantasm geben wird, ob wir hier den zweiten Trigger uns holen können und natürlich hier die Sachen für die gute Tiger, werden wir es beim nächsten Mal erfahren. Denn nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und wir schauen, ob unser verzweifelter Kampf gegen Judas irgendwie Erfolg mit sich bringt. Nun machen wir aber erstmal einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal. Ciao!